damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fragile Dreams. Nachdem wir jetzt ihn besiegt haben, wir glaube ich hier lang. Wir kommen langsam in die Gefilde, die ich nicht besonders gut kenne, weil ich irgendwann in denen abgebrochen habe. Also nicht wundern. Okay, jetzt sind wir zurückgegangen. Das war nicht geplant. Dann das Ganze nochmal von vorne. Herzlich willkommen, nein, Scherz. Guck mal da, wir sind bei dem Maulwurf. Was machen wir hier? Das. Ach, das ist eine Schraube. Es sah aus wie so ein Pokal oder so. Glänze schon wieder. Selbst wenn ich das Licht verrücke. Naja. Na, guck mal da ist was für uns. Blitzlicht erhalten. Okay, da steht wieder was. Kono. O. Kuni. O. Weiß ich nicht. Kai. Uyo. Er ist irgendwo hier drin. Es tut mir leid, dass ich meine desaströsen Japanischkenntnisse hier dran auslasse. Ich habe das Spiel schon auf Englisch schwer gestellt. Keine Sorge, ich nerve euch nicht damit. Blitzlicht. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen werden, oder? Warte, was war das Blitzlicht? Da. Die Biene wird unerwartet helles Licht ab. Lichtscheue Feinde werden von diesem Licht verletzt. Allerdings dauert es eine Weile, bis sie sich von dem nächsten Blitz auflädt. Okay, wir behalten die mal drin. Ich weiß, wo ich bin. Man hört sie schon von weitem. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie genannt habe immer. Bitte findet mich nicht. Aber es scheint, dass die Fahr jetzt gebannt ist, heiß werde. Ja, da sind sie schon wieder. Herzlich willkommen zurück.
komm. Gefällt kennen wir hier ja. Also noch kenne ich das. Das ist noch nicht bei der Stelle, der ich abgebrochen habe. Enter this code into that keypad. 1004. It's his birthday. He was always distant and cold on the surface, but he had a tender side too. Who? It doesn't matter. Just enter the code already. Alright, let's go. Das ist ja sich einfach zu merken. Geh hinein, um das Mädchen mit den Silberhaaren zu retten. Ich würde lieber nach Hause gehen. Was soll ich denn mit meiner kleinen Axt hier schon bewirken? Okay, where am I? Noch ein Blitzlicht. Brauche ich aber nicht. Brauche ich nicht. I hope I'm not getting sick. Ein Blitzlicht reicht. Wir haben noch die 2 Bögen. Ich auch gerade nicht weiß, wofür ich sie benutzen soll, aber wir haben sie erstmal. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen Platz mehr schaffen. Hätte vielleicht was für sich. Egal. Okay. Orientieren. Nicht meine größte Stärke. Wo bin ich hier? No. Dankeschön. Und tschüss. Wie so ein Feiger. Gehen wir jetzt. Was ist da? Eine Sackgasse, oder? Toll. Ja. Au. Vielen herzlichen Dank, ich bin weg. Blöde Kühe. So sollte das nicht passieren. So war das nicht vereinbart. Und tschüss. Was ist auf der anderen Seite? Wahrscheinlich auch nichts. Noch mehr Heultusen. Oh, da liegt aber noch was. Ich habe keinen Platz für das rätselhafte Objekt. Gut, dann verschaffen wir uns erst Platz. Seht doch. Da ist ein rätselhaftes Objekt. Da ist ein rätselhaftes Objekt. Mal gucken, was ist es? Vielleicht wieder eine Geschichte. Wir hatten ewig keine Geschichte mehr. Und da ich immer noch nicht alle zusammen habe und wahrscheinlich auch nicht alle zusammen kriege, vielleicht ein paar, die ich nicht kenne. Maybe I'll sit down.
Nice surprise. Ja, eine Geschichte. Cool. Dawn was just about to break, and the subdued rays of morning light were finally spreading across the sky. I was taking my time, strolling through the bustling scene of the early hours. The clamor hurt my ears. Angry shouts rang from the main street, while flirts could be heard in the alleys. I avoided the hubbub on my way. Just being in a foul place like this made me remember the life I'd led. There was a shop with its door propped open. The music that wafted from within was not what you'd consider uplifting. The sign by the entrance was half shrouded in dark. The word Sylvia adorned it. Boss, I think you've had enough. A sweet voice said from behind the bar. The bartender was a long-haired woman in a sleeveless dress who was leaning against the wall. I know it's up to you, but I think you've been hitting the bottle hard lately. The voice was young and lilted, like that of a male cat calling to a female. I think it might not... Rika? A glass clattered hard against the bar's surface, cutting her off. Silence followed. Fine. Don't listen to me then. The girl behind the counter took the glass to fill it. But I'm just saying this out of concern for you. You look exhausted these days. And the last lady to run this place, well, you know. Rika! again the glass hit the counter. A cigarette was lit. Once you're done, you can leave for today. What? Do you want me to fire you? The woman bristled with anger. But the girl named Rika only shrugged her shoulders. Don't say that. If you deserted me, I'd be all alone. The glass she placed on the bar didn't smell of the pungent alcohol. It was a white liquid. The last owner of this place died from alcohol poisoning. I don't want that to happen to you. See you tomorrow. There was the sound of high heels approaching. I darted behind the sign. Huh? Rika looked up and down the alley, bathed in morning light. Sylvia? I already knew who she was calling to by that name. Rika gave a heavy sigh, for the first time, and dragged her feet down the dirty street. It was only when she was finally out of sight that I made up my mind. I'd never heard how Sylvia had been brought up before she died. She was so shy and quiet. There wasn't much to say about her. She was the one girl I didn't hate. But now, I was going to steal her name. At first, I thought it was revenge. It had to be. Revenge against them for living better lives than me. And it was revenge against my own cruel fate. Step by step, I made my way through the half-open door into the shop and whispered, "Mama." The woman was slumped over the bar, the same as when Rika first left. She sluggishly hoisted herself up to look at me and shook her head as though she wasn't sure what she was hearing. I whispered once more, "Mama." That's when her barren eyes, laced with crow's feet, wrinkled in a squint. Oh, so it's you. She laughed with tears in her eyes. You poor little thing. You look just the same as when you first came here.
Something about how she said that made her sound like Rika. Where have you been? You've been gone for so long. What have you been doing with yourself? Here, drink up. You can have this. It's your favorite. I'll give you whatever you need. Anything at all. There's a good girl. She cooed in a slow drawl, offering me the glass. I wonder if Sylvia was also served warm milk like this the first time she came here. I'm sorry, I whispered for the first time to myself. I am Sylvia. Sylvia, with her purple bell. The little girl who was held close by Mama in a small downtown bar. Eine heftige Story oder nicht? Wir werden es sehen. Keine dieser Storys ist ja so unbedingt schön. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich packe einen davon jetzt weg. Wenn wir die brauchen, können wir sie uns ja jederzeit wiederholen. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Gut, dann holen wir uns jetzt das andere. Ich denke mal, da ist irgendwas, was wir aufheben können. Mann. Bitte nicht angreifen, Mädels. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich wollte nur das Teil dort haben. Mal gucken, was es ist. Kommen wir denn nochmal auf die Karte? So. Oh man. Noch eine? Hey, could this be? Noch ein. Nein, ein Speer. Den keine Sau braucht, weil die so schlecht sind. Man fragt sich wirklich, wie ein so guter Speer hierher kommt. Seine enorme Stärke erledigt Feinde mit einem einzigen Treffer. Allerdings fühlt er sich eher wie ein Kunstobjekt als wie eine Waffe an. Und man sticht damit, weswegen ich ihn nicht leiden kann. Aber egal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Gut. Geht dieser Weg eigentlich auch? Also endet er auch in Sackgassen? Nee, da gibt's noch einen Weg. 3 Wege. Okay. Wählen wir doch gleich mal... Wo ist er? Da, den Speer aus. Hi. Machst du auch was? Kannst mir nix. Hallo? Lass dich doch mal nieder, damit ich dir was tun kann. Was war das denn hinter mir?
Das war aber nicht mit einem Schlag erledigt jetzt. Ja, komm her. Ja, so viel zu komm her. Kann das Geigenkonzert in meinen Ohren mal wieder aufhören, bitte? War's das? Nö. Ne, komm, Krähenfußdame. Nur einmal in die Ecken gucken. In der Ecke habe ich schon geguckt. Jetzt will ich in die Ecke mal gucken. Mädel, mach doch endlich mal was. Dankeschön. Da ist nix. Da ist doch nix zurück. Ne, ist ja nix! Zurückgelassen. Okay. Da ist noch ein Wegchen. Da ist ein großer Weg. Wait. Oh, so ein Zufall, da ist noch was. Na toll, der führt in mehrere. Ich kotze. Was ist hier zu finden? I hope I'm not getting sick. Ja. Wow. Ein Hammer. Dieser Stahlhammer sieht heftig aus, nur wenige Feinde überleben seinen Schlag. Da es viel Kraft kostet, ihn zu schwingen, können gewandte Feinde ausweichen. Schwandende Feinde. Schwandende Feinde. Tun wir den Speer mal weg. Haben wir jetzt nicht einen hübschen Rahmen. Speichern einmal. Auch wenn wir nicht wirklich groß Fortschritt gemacht haben. Ich bin so lahm. Ach, ich weiß. Tut mir auch leid. Ich will mich nur umgucken. Ich wollte da rein, Zetto. Wo sind wir nun? Oh, noch ein rätselhaftes Objekt. Schön. Na. If the ID cannot be confirmed, you will be removed. Geht's dir gut? If the ID cannot be confirmed, you will be removed. Ach, scheiße. Au. Ja. Sind die mal geflissentlich ausgewichen. If the ID cannot be confirmed, Wo bist you will du? be removed. If the ID cannot be confirmed, you will be removed. Oh, scheiße. Ich hasse euch. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Nein. Ich brauche unbedingt mehr Heilung. Oh, ich kotze bei euch einfach. Ihr scheiß Roboter.
hast du denn davon? Noch so einer. Lass mir in If the Ruhe. ID cannot be confirmed, you will be removed. Ja, ja, mach mal. If the ID Ja, jetzt traue ich mich durch eins dieser Tore zu gehen.